12 Millionen? Ich brauche mindestens 20. 12 Millionen sind geboten. Höre ich kein weiteres Gebot? 16. 16 Millionen zum ersten. 16 Millionen zum zweiten. Und Carla, bitte gib mir die Möglichkeit, in Ruhe mit dir zu sprechen. Lass mich. Und ich frage ein letztes Mal, meine Damen und Herren, wer bietet mehr? Ich hoffe, du hast einen Plan, wie du die Kohle auftreibst. Gut, dann sage ich jetzt, und 16 Millionen. 17. 17 Millionen der Herr. 18. 18 Millionen sind geboten. 18 Millionen. 19 Millionen dort hinten. 20. 20 Millionen. 20 Millionen. 21 Millionen. Und 22 Millionen. 22 Millionen zum ersten. Also. 22 Millionen zum zweiten. Und 23 Millionen. 23 Millionen zum ersten. Soll ich dich nach Hause bringen? Ja, lass uns gehen. Carla, bitte trotzdem. Gib mir ein paar Minuten. Ich will nichts mehr hören. Ich weiß, ich habe alles falsch gemacht. Und ich bereue das auch. Ja. Und jetzt willst du, dass ich dir verzeihe, dass ich Gnade vor Recht ergehen lasse, wie alle anderen auch? Vergiss es. Ich falle auf deine Mitleidsmasche nicht rein. Und wenn ich hier gewesen wäre, dann wärst du nicht so glimpflich davon gekommen. Unzurechnungsfähig, dass ich nicht lache. Du bist nicht unzurechnungsfähig. Du bist absolut gefährlich. Du bist gefährlich und skrupellos. Und ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Carla. Misch dich da nicht ein. Komm, Carla, lass uns gehen. Ich wurde monatelang belogen. Nicht du. Carla. Mein Gott, wir sind doch eine Familie. Ja, umso schlimmer. Es ist wirklich wunderschön, wie du dich für sie einsetzt. Helena! Helena! Hör mir doch mal bitte kurz zu. Wozu? Weil alles ganz harmlos ist. Harmlos? Du dealst mit irgendwelchen Drogen und nennst es harmlos? Warum denn Drogen? Es geht um Medikamente, mit denen vielen Menschen geholfen werden kann. Jetzt verpiss dich endlich, kapierst du das nicht? Lass mich es dir bitte kurz erklären. In Ruhe. Bitte. Ich sage jetzt 35 Millionen Euro zum ersten. 35? Ist das nicht der Wahnsinn? Das ist mehr, als ich erwartet. Und 35 Millionen zum zweiten. Und das Beste ist, du musst es nicht bezahlen. 35 Millionen zum dritten. Was für ein Kuh! Gratulation. Damit wechselt die Unvernunft der Gefühle für 35 Millionen Euro den Besitzer. Ja, herzlichen Glückwunsch. 35 Millionen für ein bisschen Farbe auf einer Leinwand. Es gibt Leute, die zahlen das. Meine Schwägerin zum Beispiel, die hätte beinahe 16 Millionen dafür hingelegt. Ja, das war eher spontan. Nee, die hat recht, das wäre beinahe nach hinten losgegangen. Aber du hast uns gerettet. Dankeschön. Ja, nochmals meinen Glückwunsch. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie sich nur sehr schwer von diesem wunderbaren Kunstwerk trennen können. Im Gegenteil. Darf ich Sie dann noch mal bitten? Selbstverständlich. Sie bitte auch. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Und? Wie war er, der große Unbekannte? Alles in Ordnung? So schlimm? Es war das totale Fiasko. Er hat meine Mutter... hat Maria mitgebracht. Er hat was? Ich will diese Frau nicht mehr sehen. Wieso hat er sie denn mitgebracht? Na, weil er wollte, dass wir uns versöhnen, einen auf heile Familie machen, was weiß ich. Weißt du, was das Schlimme ist? Dass, als wir weg waren, habe ich das alles hier überhaupt nicht vermisst. Gut, Elisabeth vielleicht und ein paar Freunde, aber Ansgar und die Holding, ich möchte am liebsten
bist sofort wieder weg. Das kann ich verstehen. Aber ich dachte, wir sind wieder zurückgekommen, weil du auch noch die Hauptanteilseignerin der Holding bist. Dann musst du doch hier sein. Ja. Solange ich das bin. Schon. Und was soll dieses Foto beweisen? Das kenne ich schon. Das sind Anna und ihr... Und Pablo. Pablo hat Mukoviszidose. Sein älterer Bruder ist daran schon gestorben. Anna und ihr Mann können sich die Medikamente nicht leisten. Die sind zu teuer. Und deswegen hast du ihnen welche besorgt. Und was ist daran so illegal, dass man dich einbuchten konnte? Nun, das ist schwer zu erklären. Warum? Hast du die Medikamente geklaut? Nein, natürlich nicht. Aber weißt du, wie hart das ist, das ganze Leid mit anzusehen und nichts tun zu können? Oh Mann, lass dich bloß nicht bequatschen von dem. Unschuldige Kinder, die können doch nicht... Jessica. Pablo ist kein Einzelfall. Und? Ich habe überlegt, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, wie ich denen helfen kann. Naja, und dann habe ich Andres getroffen. Der kennt so ein Pharmaunternehmen, welches alle Medikamente herstellt, die es auf dem Markt so gibt, mehr oder weniger illegal halt. Mehr oder weniger? Naja, also da sind die gleichen Inhaltsstoffe drin, nur dass dafür keine Lizenzgebühren anfallen. Also, was die ganze Sache verboten macht, aber auch viel billiger. Naja, und die Polizei, die hat mich dann mit einem ganzen Koffer davon erwischt und eingebuchtet. Ich finde das toll. Wie, dass ich eingebuchtet wurde? Dass du das machst. Du rettest Menschenleben und was dir passiert, ist dir nicht wichtig. Und daraus machst du so ein Geheimnis. Müssen Sie nicht irgendwelche Betten beziehen? Doch. Viel Spaß noch beim Warten. Lange wird's nicht mehr dauern. Mein Gott, die Auktion war echt der reinste Krimi. Aber wir sind das Bild losgeworden und zwar zu einem gar nicht mal so üblen Preis. Okay, wir haben zu tun. Was? Ja, jetzt müssen wir den Oberkampf anrufen, sonst wird das mit dem Kauf von Waldensteig nichts mehr. Sag bloß, du hast seine Nummer. Ich rufe auf dem Schloss an. Die Nummer hat sich nicht geändert. Du bist klug. Ich weiß. Schloss Waldensteig, Sie sprechen mit Bernd Hübner. Luise von Waldensteig, guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne Herrn Oberkampf gesprochen. Bedauere, Herr Oberkampf ist derzeit geschäftlich unterwegs. Aber es ist wichtig. Kann ich ihn irgendwie anders erreichen? Ich werde Sie auf sein Handy weiterleiten. Einen Augenblick bitte. Vielen Dank. Sie reichen mich weiter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hallo, Frau von Waldensteig. Hallo, Herr Oberkampf. Gut, dass ich Sie spreche. Es geht um... Ist was Wichtiges? Ich bin nämlich gerade in einer Besprechung. Ja, natürlich ist es wichtig. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag unterbreiten bezüglich des Schlosses. Wissen Sie was, Sie sind doch in Düsseldorf, oder? Ich bin in der Gegend und ich würde vorschlagen, wir treffen uns einfach. Heute Nachmittag? Ja? Okay, gut, ja? Ja gut, ich melde mich, wenn ich die Zeit absehen kann. Okay, tun Sie das. Ich freue mich. Auf Wiederhören. Wie du freust dich. Wir treffen uns nachher mit ihm. Broken in silence, I adore you, but I'll wait for you without those words that you fear most. Das ist, glaube ich, am besten. Carla, komm doch rein. Elisabeth, ich muss mit dir sprechen. Allein. Oh, dann lasse ich euch mal. Was hast du denn auf dem Herzen? Bitte. Ich habe nachgedacht. Worüber? Über alles hier. Aha. Und über die Zukunft. Und? Ich will dir einen Vorschlag machen. Würdest du die Leitung der Holding übernehmen? Wie bitte? Ich vertraue dir. Und ich weiß, dass die Holding bei dir in guten Händen wäre. Aber Carla, ich dachte, du würdest die Firma leiten. Ich weiß.
Aber seitdem ich wieder hier bin, ist so viel passiert und mir wird immer klarer, dass ich hier einfach nicht hingehöre. Ja, willst du denn hier nicht bleiben? In Düsseldorf auf Königsbrück? Es tut mir leid, Elisabeth. Ich weiß, es kommt alles ziemlich plötzlich. Ja, in der Tat. Aber es ist das Beste, glaub mir. Und was die Holding angeht, es gibt niemanden, der besser geeignet wäre. Moment. Ich weiß dein Vertrauen zu schätzen und das ehrt mich sehr sogar, aber die Holding leiten, das kann ich nicht. Und ehrlich gesagt, das möchte ich auch gar nicht. Ich habe dich hier sehr gerne vertreten, aber diese Verantwortung und dieser Druck auf Dauer, dem bin ich gar nicht gewachsen. Sag mal, lauert der uns jetzt auf? Ja? Na, dein Bruder. Also pass auf, mit 12 habe ich mal einen Schokoriegel im Supermarkt geklaut. Oh. Und als ich 16 war, war ich mal in einem Kinofilm, der ab 18 war. Sonst noch irgendetwas, was ich wissen sollte? Ich glaube nicht. Sag mal kurz Hallo. Okay. Und, wieder versöhnt? Ja, Andi hat mir erzählt, was er wirklich macht und das Ganze ist für einen guten Zweck. Und was genau, wenn man fragen darf? Vertrau mir einfach. Oder sagst du es nicht, weil du es selber nicht genau weißt? Doch, klar weiß ich es. Dann sag's mir. Wir haben doch sonst keine Geheimnisse voreinander. Aber du behältst es für dich. Und zeigst Andi nicht an. Tristan. Ehrenwort. Also, Andi beschafft über eine Art Mittelsmann unlizenzierte Medikamente und verteilt seine Arme. Unlizenzierte Medikamente. Sehr edel. Das ist nicht ganz legal. Aber ich finde es viel schlimmer, dass unschuldige Menschen sterben müssen, weil sie kein Geld für Medikamente haben. Aber Andi guckt nicht weg, er tut was. Ich finde das großartig von ihm. Ja, toll. Eben. Also kein Grund, sich Sorgen zu machen. So, der geht aufs Haus. Jetzt, wo mein Teilhaber lockere 35 Mille auf der Tasche hat. Auf die Unvernunft der Gefühle. Auf die Unvernunft. Auf die Kohle. Apropos Unvernunft. Was wäre eigentlich passiert, wenn Rebecca wirklich den Zuschlag bekommen hätte? Müsst ihr die ganze Zeit darauf rumreiten. Was? Olli hat doch recht. Er wird so nie im Leben 16 Millionen auftreiben können. Olli hat mal recht. Fakt ist doch, sie hat das Bild nicht ersteigert. Und dann irgendein alter, reicher Sack. Und das Bild gehört jetzt uns. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, wir werden bald schnell wieder zurückkaufen. Und dann wird alles wieder gut. Also ich will jetzt ja nicht der Spielverderber sein, aber hatte bei dem Kauf nicht Eduard seine Finger im Spiel? Doch, aber deswegen glaube ich, dass der jetzige Besitzer des Schlosses sehr glücklich sein wird, wenn wir ihm das Schloss wieder abkaufen. Oh ja, und zwar zu einem ordentlichen Preis. Ich meine, es ist schließlich Luises alte Hütte. Es ist nicht meine alte Hütte, es ist mein Stammschloss. Na dann, toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Ja, toi, 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 Leute. Hier. Also irgendwie kann ich Elisabeth auch verstehen. Ja, ich ja auch. Aber es gibt sicher eine Lösung. Vielleicht könntest du einen Geschäftsführer einstellen, der in deinem Namen die Geschäfte abwickelt. Ich kann die Leitung der Holding keinem Außenstehenden übertragen. Und warum nicht? Wegen Ansgar. Was glaubst du, wie lange es dauern würde, bis er so jemand auf seine Seite gezogen hat? Mit Bestechung, Erpressung. Such's dir aus. Das heißt, es muss jemand aus der Familie sein. Ja, Ludwig kommt auch nicht in Frage. Aber er wäre doch gar nicht so. Kaum. Und der war ja jahrelang im Knast. Aber doch angeblich unschuldig. So wie er sich vorhin verhalten hat. Ich vertraue ihm einfach nicht. Und du bist dir sicher, Tristan hält dicht. Er hat's versprochen. Hey, wirklich.
Er hat sich Sorgen gemacht, deshalb war er so komisch. Aber er verpfeift dich nicht. Er findet auch toll, was du machst. Medikamente für Arme, so ein Schwachsinn. Oh, sorry. Sie schon wieder. Ich dachte, Sie wären bei Ihrem Treffen. Was für ein Treffen? Na, das, auf das Sie gewartet haben. Sie wissen schon, Ohr an Tür und so. Jetzt passen Sie mal auf. Wenn Sie weiter so neugierig sind, dann sind Sie bald Ihren Job los. Ist das klar? Ob das klar ist, habe ich gefragt. Ja, sicher. Gut. Dann kümmern Sie sich jetzt um Ihre Arbeit. Raus! Du musst es verstehen, Tristan und ich, wir waren uns immer schon extrem nah. Ja, das würde doch auch erklären, warum er auf mich losgeht. Weil er eifersüchtig ist. Quatsch, er macht sich Sorgen. Mein Bruder hatte mich schon die ganze Zeit auf dem Kieker. Auf dem Kieker? Jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Überleg doch mal. Erst ist er immer drauf rumgeritten, weil ich mal zu ihm gesagt habe, wir beide sind nur Freunde und mehr nicht. Und dann hat er immer zu dir gesagt, du hättest was Besseres verdient als mich. Ja, und jetzt spioniert er mir auch noch hinterher, um mich schlecht zu machen. Ja, schon, aber... Kein Aber. Also für mich ist eins sicher. Dein Bruder hat was dagegen, dass wir beide zusammen sind. Ah, da kommen ja die künftigen Schlossbesitzer. Hereinspaziert. Ja, stimmt. Ich habe schon gehört, Sie haben dieses Gemälde verkauft. Ja, heute Morgen. Gratulation. Dankeschön, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Und jetzt wollt ihr feiern, oder? Nein, jetzt treffen wir uns erstmal mit dem momentanen Schlossbesitzer und bieten ihm an, das Schloss zurückzukaufen. Oh, dann drücke ich euch die Daumen. Danke. Dann setzt euch doch am besten hierher. Bis dann. Danke, tschüss. Und wir sind ein bisschen ruhig. Ah, da ist er. Ich stell schon mal den Champagner kalt. Frau von Waldensteig. Und der Gatte. Ja, wie schön, Sie zu sehen. Ja, die Freude ist ganz auf unserer Seite. Wollen wir? Gerne. Ich danke, dass Sie so kurzfristig Zeit haben. Das bedeutet mir sehr viel. Sie sagten, es geht um das Schloss? Ja, ganz recht. Es ist so... Wir wissen, dass Sie Schloss Waldensteig gekauft haben, um Herrn von Tepp einen Gefallen zu tun. Naja, so würde ich das nicht sagen. Was darf ich Ihnen bringen? Soll ich nachher noch mal wiederkommen? Nein, 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 bitte bleiben Sie. Für mich einen doppelten Espresso, bitte. Das gleiche für mich auch. Ja, für mich auch, danke. Herr Oberkampf, ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Eines, das Sie nicht ausschlagen können. Da bin ich aber gespannt. Wie Sie wissen, habe ich mich seinerzeit sehr schwer von Waldensteig getrennt. Und jetzt befinde ich mich in der glücklichen Lage, dass ich... Sie wollen das Schloss zurückkaufen, nicht wahr? Ja. Ja, das will ich. Ich bin sicher, wir werden uns über den Preis einigen. An wie viel haben Sie denn da so gedacht? Ich verdopple die Summe, die Sie bezahlt haben. Was sagen Sie dazu? Ich sage, dass ich Sie leider enttäuschen muss. Waldensteig ist unverkäuflich. Maria. Mein Rat war wohl nicht der beste. Ist ja nicht deine Schuld, dass die Situation so eskaliert ist. Trotzdem, es tut mir sehr leid. Du hast es gut gemeint. Aber alles schlimmer gemacht. Vor allem hasst Carla dich jetzt auch. Was denn? Carla hasst dich? Tja, was soll's? Er braucht schon Carlas Gunst. Es geht nicht um Gunst. Nein, nein, es geht um Macht, um Einfluss, nenn's doch wie du willst. Aber weißt du, das kannst du auch einfacher haben. Du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe sehr gut, was du meinst. Na, nicht schön? Ich glaube ja nicht, dass ich mich auf deine Machtspielchen einlasse, Ansgar. Ich werde dafür sorgen, dass sich die Familie versöhnt. Dann brauchst du auf mich jedenfalls nicht zu zählen.
Damit habe ich auch nicht gerechnet. Herr Oberkampf, wenn Sie klug sind, nehmen Sie das Geld und kaufen sich einfach ein neues Schloss. Aber ich bitte Sie, wozu denn? Wenn ich bereits Waldensteig besitze. Aber Waldensteig zu sanieren wird sehr kostspielig sein. Ich biete Ihnen noch mal 2 Millionen mehr. Die erwirtschafte ich mit meinem exquisiten Etablissement in einem Monat. Herr Oberkampf, ich flehe Sie an, bitte überlegen Sie sich das noch mal. Ich muss Sie enttäuschen. Ich stehe zu meinem Wort. Waldensteig ist unverkäuflich und das wird auch so bleiben. Ich könnte Ihnen allerdings einen Deal anbieten, wenn Sie so an dem Schloss hängen. Ja. Sie könnten auf Waldensteig arbeiten. Kost und Logis wären selbstverständlich frei. Das soll wohl ein Scherz sein. Es war nur ein Vorschlag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Sie kommen schon drüber hinweg. Der wird Waldensteig nicht kriegen. Nicht, wenn er daraus ein Bordell machen will. Nein, das wird er nicht. Entschuldige, Carla, wir sind etwas spät. Kein Problem. Worum geht es? Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich habe mit meinen Vorwürfen gegen dich ein bisschen überreagiert. Das tut mir leid. Ich kann verstehen, dass du alles andere als begeistert warst, dass ich Maria mitgebracht habe. Lasst uns sitzen. Die Situation ist für uns alle hier nicht einfach. Und deshalb... Hast du es ihm schon gesagt? Nein, natürlich nicht. Ich möchte die Holding nicht weiterleiten. Bitte? Mach dir keine Hoffnung. Das kannst du mir kaum verbieten, Carla. Die Holding braucht jemanden Verlässlichen an der Spitze. Jemanden, der vertrauenswürdig ist. Jemanden wie dich. Ich? Ja, du. Und deshalb bitte ich dich im Namen der Familie. Übernimm die Leitung der Holding. Game over, du Prolet. Du glaubst doch nicht im Ernst, du kriegst meine Dame. Kann ich kurz mit dir reden? Klar. Es geht um Andi. Aha. Wir haben das Gefühl, du hast was gegen ihn. Vielmehr dagegen, dass wir zusammen sind. Ich denke eben, du hast jemand Besseren verdient. Es gibt keinen Besseren für mich. Der Typ ist ein Krimineller. Aus gutem Grund, das habe ich dir doch schon erklärt. Ich trau ihm aber nicht. Ich kann dich und dein ewiges Schlechtmachen von Andi nicht mehr ertragen. Was soll das heißen? Zwing mich nicht, mich zwischen dir und Andi zu entscheiden.